Hi Leute, ich bin der Dessert, das ist der Tobi. Hi. Wir sind heute in Kaiserslautern wieder, im Konrad, dem Fahrradladen. Und heute haben wir das Stevens ED 871 GTF für euch hier. Ja, mittlerweile ist es schon fast ein Running Gag. Jetzt hat der Lucien wieder eine Zahlen- und Buchstabenkombination rausgehauen, die es in sich hat. Jetzt musst du uns doch nochmal erklären, was genau ist das jetzt nochmal alles gewesen? Also die Zuschauer von unserem Kanal oder generell Stevens-Kenner wissen es ja eh schon. Deswegen mache ich das jetzt nur ganz kurz. Die 8 steht für halt die Hierarchie in der Gruppe. Das heißt, bei 6 fängt es meistens an, dann fängt das mittlere Modell hat dann die 7 und die 8 ist schon das zweithöchste Modell. Nur noch die 9 kommt dann. Die zweite Zahl ist halt, wie groß der Akku ist. Ist es eine 6, ist ein 600er Akku, 625, ist es eine 7, 726 oder 750. Genau, und die 1, ob es jetzt Bosch ist oder 2, ob es Shimano ist. Und hier haben wir heute das ED. Das ist nicht so wie die anderen Stevens E-Fullies, ein All-Mountain, sondern ein Enduro. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken, weil hier haben wir so ein Rad, wie wir finden, das ist so ein bisschen, läuft das unter dem Radar. Ist nicht so ganz bekannt und haben nicht so viele Leute auf dem Schirm. Obwohl man sagen muss, die Optik und generell so die Ausstattung ist schon eigentlich erwähnenswert, ne? Absolut. Also wir haben noch 3 Buchstaben jetzt ausgelassen, und zwar GTF, Gas to Flat. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die DNA von dem Rad. Das ist wirklich schon zum Ballern gedacht. Also wenn wir uns das ganze Teil mal angucken, es sieht schon super scharf nach Rennmaschine aus, ist aber eigentlich ziemlich abfahrtsorientiert. Du hast vorhin gesagt, es geht schon fast Richtung Super Enduro. 170 mm vorne und hinten Federweg, das ist schon ziemlich extrem. Ja, das siehst du allein schon an dem Ausgleichsbehälter. Hier wird halt den Trail wegbügeln und es auch mal mit ein bisschen Airtime halt krachen lassen. Das heißt, hier der Piggyback, den wir noch einstellen können, ob entweder zu oder hier auf, ne, hast du den ein. Und dann noch die Einstellmöglichkeit an diesem massiven Drehrädchen hier, wo halt der Bunny-Modus oder der Schildkröten-Modus ist. Schildkröten-Modus, das Ganze federt langsam ein und aus und der Bunny-Modus halt eher schnell. Ne? Das ist halt dann so Geschmackssache. Wenn ich das Ding locke, ne, dann passiert da halt nicht mehr viel und hier dämpft das Ding halt schon cool rein. Ne? Und auch cool bei dem Modell hier, neue E-Inception-Version hier, schön scharfe Linie. Also der Rahmen ist auf jeden Fall ein Highlight bei dem Bike, weil voll Carbon-Rahmen. Ne? Wir sind hier mit dem großen Akku, der 750 Wattstunden hat, trotzdem bei weit unter 25 Kilo. 24,5 sind es laut Stevens. Ja. Die Farbe Ruby Red, Carbon, ja, rot halt, ne? Ruby Red, Rubinrot. Und das Carbon, weil hier innen die Seite so eine Carbon-Optik hat, ne? Beziehungsweise ist ja ein Carbonrahmen, also ist es hier einfach nur durchsichtig. Ne? Und dann sieht man, wie die Carbonfasern sind. Genau, finde ich bei Stevens immer ziemlich cool, wenn sie mal zeigen, wie cool das Carbon verarbeitet ist, wenn man sieht, wie die Fasern da übereinander liegen. Das sieht man auch ganz gut, wenn man mal auf der Homepage von Stevens unterwegs ist. Die beschreiben das ganz cool, wie sie das Material verarbeiten. Und ich finde es echt immer schick, wenn sie es mal zeigen. Auch schick ist die Gabel. Ist eine 38er, wie gesagt 170 mm Federweg. Und hier ist es wirklich eine SR Santur, aber eine richtig fette Version davon. Also wir waren am Anfang ein bisschen kritisch. Mittlerweile muss man sagen, die ist halt echt auf einem richtig, richtig guten Niveau. Ihr könnt das Ansprechverhalten könnt ihr einstellen oben und auch ja, im hohen und im niedrigen Bereich, wie man das halt dann tatsächlich auch bei den hochwertigen Fox kennt. Und ja, 38er Standrohre, das ist halt echt was fürs Grobe. Also viele werden jetzt sagen, was, Santur hat man ja jetzt irgendwie eher im Trekking-Bereich oder bei den günstigen Einstiegsrädern früher mal so. Ihr müsst das so sehen, Santur ist der größte Hersteller von Gabeln, also was die Anzahl auch angeht. Und das ist ähnlich wie beim VW-Konzern. Der baut halt einen Up oder einen Lupo früher, der baut aber halt auch ja, ein Touareg oder eine Oberklasse. Ne? Und so muss man das halt auch sehen. Es gibt zwar die 50 € Stahlgabel mit so dünne 28er Rohren, aber es gibt auch die dicke Luftfedergabel mit 38er Standrohren. Also hiermit kann man schon ordentlich Spaß haben. Also da braucht er keine Angst zu haben, dass die Verwindungssteifigkeit nicht gegeben ist oder dass das Ding nicht einstecken kann, weil das Ding soll einstecken können. Ne? Genau, also wirklich auch eine Gabel fürs Grobe. Fürs Grobe sind auch die Bremsen, definitiv.
Wir haben die SRAM Code RS verbaut, vorne wie hinten. Das heißt 4 Kolben Power vorne. Da könnt ihr richtig gut und schnell verzögern auf dem Trail. Ist tatsächlich bestens Gelände geeignet und auch Bikepark geeignet. Gerade mit der Dot-Flüssigkeit ist immer so ein bisschen Geschmackssache, aber Ansprechverhalten so auf Dauer unter Belastung ist ja doch im Großen und Ganzen immer noch ein bisschen verlässlicher als Mineralöl, auch wenn Mineralöl in der Wartung halt ein bisschen angenehmer ist. So, Bremse wie gesagt, vorne und hinten 4 Kolben. Ja, übliche hochwertige Kurbeln. Hier haben wir jetzt noch ein paar X-Pedo-Pedale, haben wir selber dran gemacht, damit die Optik so ein bisschen dazu passt. Ne? Gehen wir mal nach hinten rüber. Ne? Da haben wir die SRAM GX Eagle, eine der hochwertigsten Schaltungen halt von SRAM. Wenn ihr das vergleicht, ist auf dem Niveau von der XT, kann man ganz klar sagen. Komplett sortenrein, auch die Kassette Eagle GX, und ja, also die schaltet schon sehr gut. Ist ein bisschen knackiger wie die Shimano, aber ja, viele mögen das ja noch. Schöne Chain Guard hier, ne? Das ist auch ganz cool, dass die Kette nicht direkt immer einen Hopser macht, wenn man mal ein bisschen rumdroppt. Ansonsten, ja, also ein Highlight haben wir ja schon gesagt. Hübscher Carbon-Rahmen. Dann die Schaltung mit Sicherheit auch. 750er System mit dem Kiox 300. Auch eine feine Sache, ne? Was kann man dazu sagen? Ne? Also Kiox 300, die Funktionen werden tatsächlich nach und nach immer noch geupdatet. Momentan haben wir einen richtig guten Fitnesscomputer, wie wir es auch vom älteren Kiox, sage ich mal, schon kennen. Navigation wird jetzt auch eingeführt, ist dann immer App gebunden. Das heißt, ihr habt halt die Bosch Flow App installiert, wo ihr auch eure ganzen Fahrdaten eben immer schön seht, und da könnt ihr eben dann auch Streckenplan euch grob navigieren lassen. Also es ist keine 3D-Navigation, sondern wirklich so eine Streckenführung. Aber wenn man mal irgendwo im Gelände steht oder seinem Trail zumindest mal grob folgen will, ist es echt nicht verkehrt. Und ansonsten habt ihr halt wirklich einen Fitnesscomputer, der so alle Daten euch liefert, die ihr auch wissen wollt. Also wie viel Prozent gebe ich rein, wie viel Prozent unterstützt der Motor, welche Wattleistung habe ich, welche Trittfrequenz. Also alles, was halt ein ambitionierter Fahrer eigentlich wissen will, habt ihr da, und ja, wird halt auch alles schön in der App getrackt, also da habt ihr eure Fahrdaten immer mit dabei. Ja, ist halt echt coole Sache, und später wird es auch mehrere Displays geben von Bosch. Maximale Anzahl soll ca. 6 Stück sein. Momentan gibt es ja das Intuvia 100, das ist quasi wie das normale alte Intuvia oder das aktuelle Intuvia mit einem schmaleren Case. Dann gibt es das Smartphone Grip, wo man dann halt einfach hier das abnimmt und dann steckt man ein Smartphone Grip drauf, wo man induktiv das Handy laden kann, falls das Handy halt das kann. Und hier haben wir das Kiox 300, das momentan hochwertigste oder höchste Display in dieser Best 3-Systematik, also in diesem ganzen System. Erwähnenswert bestimmt auch noch hier für manche, die mit dem Smartphone Grip dann rumfahren. Gut, es wird induktiv geladen, aber falls das Handy nicht induktiv ladbar ist, kann man hier noch in Kooperation mit der Marke Hammer haben wir hier einen USB-C-Ladeport. Ist auch noch ganz nett, dass das Handy noch geladen werden kann, ne, zur Navigation. Ja, schöner Fender halt noch. Was gibt's noch? Reifen, oder? Auch noch ein spannendes Thema, oder? Definitiv spannendes Thema. Auch genau die Kombination, die ich richtig mag, wenn es ins Gelände geht. Vorne Magic Mary in der soften Addix-Mischung, also in der Super Trail, ne? Genau, mit der orangenen Markierung könnt ihr das immer schön sehen. Hier sind wir sehr weich unterwegs. Weicher wird es nicht mehr, und der hat einen Grip. Also es ist der beste Reifen, den es so gibt, weil er halt wirklich, egal, glatt, trocken, nass, also der hat immer Grip. Also schreibt mal in die Kommentare, ob es irgendjemanden gibt, der den Reifen ans Limit gekriegt hat. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil wir haben schon alles damit probiert. Also der hält wirklich immer richtig gut einen Drop oder einen Stand, wenn man richtig reingeht vorne. Also das ist schon ein cooler Reifen. Und hinten haben wir halt den Eddy Current, ne? Ein neuer Reifen von Schwalbe, auch ein sehr hochwertiger Premium-Reifen, der halt extra für E-Bikes halt ist, ne? Genau, und beide Reifen, obwohl in softer Mischung, da braucht ihr gar keine Angst zu haben, wenn ihr das Rad dann doch mal im Alltag benutzt. Ehrlicherweise, ich mache das ganz gern. Ich fahre auch mit dem Enduro einkaufen, habe ich kein Problem mit. Da fährt man ja öfter mal über Asphalt und hat so ein bisschen Bedenken, naja, gerade wenn es im Sommer ein bisschen wärmer wird, da radiert man sich die Reifen schnell runter. Nee, ist überhaupt nicht so. Also die halten trotzdem richtig, richtig lange.
Also spricht eigentlich fast nichts dagegen. Klar, ihr werdet ein bisschen Rollwiderstand haben auf dem Asphalt, aber dafür habt ihr ja noch einen Motor. Das ist super witzig. Ich dachte auch am Anfang, boah, der ist ja so weich wie ein Radiergummi, der fährt sich super schnell weg. Ich habe nach 3.000, 4.000 Kilometer kaum was vorne gemerkt. Hinten ist eine andere Geschichte, da gibt es ja Leute, die gerne mal ein bisschen hinten rasieren. Ne? Macht Spaß, klar, aber kostet noch ein bisschen was. Ne? So ein Mantel, der kann ruhig mal 50, 60 Euro kosten und da überlegt man sich irgendwann zweimal, ob man den über den heißen Asphalt drüber radiert. Cooler Reifen, ist hier verstärkt, ne? Deswegen auch extra E-Bike-Reifen, weil er hier die stärkere Karkasse hat. Auch super Grip hat der. Fährt sich auch mal nicht so schnell ab wie jetzt ein Magic Mary, wenn der hinten ist. So, gibt es irgendwie zu diesem Super-Duper-Rad noch irgendwas, wo negativ ist, wo du sagen Ich hätte einen Diskussionspunkt, der bleibt bei Stevens, wenn es um Bosch-Systeme geht, einfach nicht aus. Ihr habt den super schicken Rahmen gesehen, ne? Linienführung, alles perfekt. Und wenn ihr mal so vergleicht mit beispielsweise dem Scott Patron, dann wird euch auffallen, okay, die Rahmenform mit einem neuen Bosch E-Bike-System, ne, 750 Wattstunden Akku, so ein Gerät, 4,5 Kilo, das kennt man so nicht. Das ist wirklich was super Schickes. Und das kommt halt wirklich zu einem Preis, weil der Akku, der sitzt von hier bis ungefähr hier. Das heißt, ihr könnt den nicht nach unten rausnehmen. Also ihr habt ja keine Klappe, wo ihr den rausnehmen könnt. Der ist fest integriert. Fest integriert heißt nicht, der ist nicht austauschbar und wenn er kaputt ist, muss man das Rad wegwerfen. Also in der Werkstatt kommen wir da schon noch sogar relativ schnell dran. Aber ihr könnt eben nicht mal schnell einen Akku rausnehmen und mit in die Wohnung nehmen zum Laden. Und das ist halt wirklich ein Punkt, wenn man keine Garage hat, wo man eine Steckdose hat, ist man halt schon irgendwo eingeschränkt, weil es bleibt einem eigentlich nur übrig, das Rad dann mit in die Wohnung zu nehmen zum Laden. Und das ist halt, also wir sind hier in der Innenstadt, das ist halt echt ein Thema. Also man findet Lösungen, wenn man sie sucht, aber es ist irgendwo unpraktisch. Also es gibt jetzt viele, die sagen, das ist ein Dealbreaker für mich, damit kann ich nicht leben. Aber es gibt immer mehr und mehr Hersteller, Aubert macht's, es machen immer mehr und mehr, die jetzt den Akku verbauen. Hier ist es halt wenigstens so, der ist nicht irgendwie verklebt innen drin. Das heißt, wenn wir den in der Werkstatt innerhalb von einer Viertelstunde kriegen wir den ausgebaut. Und wenn jetzt über Winter jemand den lagern will, dann ist das schon möglich. Ist aber halt ein Punkt für viele, die sagen, ich habe keine Garage oder kann den nicht gut im Keller laden. Dann muss man halt überlegen, ob man das Rad halt hochbringt. Ist natürlich nicht für jeden möglich. Vorteil halt von der ganzen Geschichte ist, cleaner trotzdem Rahmen, trotz dieses riesen Akku, kein gedrehter Motor wie bei manch anderen und da klappert nichts. Bei vielen ist es dann noch so, dass du halt so Störgeräusche hast, weil das halt scheppert, weil es ist ein 4,5 Kilo Gerät. Damit kannst du wirklich einen erschlagen. Das Ding ist riesig lang und wenn du das Ding über den Trail knallst, siehst auch die Gabel ist auch relativ progressiv und eine moderne Geometrie, dann knallt es halt schon mal, wenn du dann halt richtig runterfetzt. Ne? Und da muss halt jeder für sich wissen, ob er halt sagt, ja, das passt, kann ich mal. Es gibt schon viele unseren Kunden sagen, das passt schon. Und das wäre so einer der wenigen Punkte, wo wir sagen würden, das ist halt so, wo bei dem Rad vielleicht so, nicht jedermanns Sache ist. Aber sonst die Optik und die Komponenten, also müsste reichen für die meisten. Genau, wir sind hier bei knapp 6.300 Euro. Ist ein Preis, aber wir haben es ja besprochen, es sind richtig gute Komponenten und absolut geile Optik. Einziger Nachteil wirklich der Akku. Und die Diskussion können wir gerne mal in die Kommentare verlagern, weil wir sind da auch immer so ein bisschen unschlüssig, wie wir das Ganze behandeln sollen. Wir möchten die Räder anbieten, aber uns interessiert natürlich, würdet ihr es auch kaufen? Ne? Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr weitere Fragen habt, also wir sind jetzt auf gewisse Sachen vielleicht jetzt nicht so eingegangen, weil wir die in anderen Videos halt oft schon besprochen haben. Ansonsten, ja, würde ich sagen, schreibt gerne gewisse Sachen in die Kommentare rein und bis zum nächsten Video, oder? Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.